Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, das Wohnmobil ist gepackt, wie es bei uns geht es los. Der ursprüngliche Plan A ist geplatzt, wir wollten polnische Ostsee, Masuren, Schlechtwetterfront die nächsten 14 Tage, wir werden es mal mit einblenden. Wir fahren jetzt Richtung Sonne und wir nehmen euch natürlich mit. Bleibt dran, viel Spaß, wir sehen uns auf der Anfahrt. Da unsere Entscheidung sehr kurzfristig war, hatten wir keine Zeit mehr, uns um Mautboxen zu kümmern. Das mussten wir unterwegs erledigen. Wir sind gestartet bei schlechtem Wetter. Wir haben es jetzt 1:30 Uhr und wir haben 500 Kilometer weg. Wir sind jetzt mal mit der Hunde Gassi gehen und wir fahren jetzt weiter Richtung Innsbruck und da gehen wir dann. Viola, ist es kalt. Gassi geht jetzt wieder rein und wir fahren jetzt weiter und wir melden. Die Go-Box haben wir uns noch schnell geholt und haben sie installiert und fahren jetzt weiter Richtung Italien. Den Brenner haben wir passiert und wir steuern jetzt hier auf Verona zu. Guten Morgen aus Italien. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt unterwegs 13 Stunden. Jetzt gibt es einen Kaffee. Und wir stehen im Stau kurz vor Bologna. Aber hier ist immer Stau. Und Viola macht einen Kaffee. Schauen wir mal, es zeigt hier an, dass wir noch zwei Stunden brauchen. Mal sehen. Hier sehen wir die Ankunft zu unserem ersten Stellplatz. Das ist ein Campingplatz, aber dazu später mehr. Ohne Voranmeldung und ohne Reservierung haben wir hier auf diesem Campingplatz einen wunderschönen Platz an Strandnähe bekommen. Jedoch gestaltete sich die Anfahrt zu diesem Stellplatz als sehr schwierig. Hier raten wir, sich die Plätze genau anzuschauen und nachzusehen, ob man mit Gespann und Wohnmobil auch gut an den Plätzen anfahren kann. Den Platz haben wir bezogen und das Meer ruft. Die angrenzenden Städte Vada und Cesena sind von dem Platz mit dem Fahrrad aus gut zu erreichen für Wochenmärkte und Einkäufe.
frische Lebensmittel geholt und da gibt es natürlich frische Toskana-Bällchen aus den Omnia. Ein kleiner Einblick mal von der Größe von dem Campingplatz, aber dazu kommen wir später nochmal. Hier findet ihr vom Campingplatz und Umgebung alles Wichtige zu Veranstaltungen, Märkte und so weiter. Guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde. Wir sind jetzt hier südlich von Vardar, hier Rada Etruska. Wir haben den angesteuert kurzfristig, diesen Platz, den wollen wir euch mal zeigen, weil das ist ein wirklich schöner Platz für Familien, natürlich auch für welche, die die Ruhe suchen, direkt am Meer gelegen und natürlich noch vom Preis her super akzeptabel. Wir sind jetzt hier in der Toskana. Unsere kurzfristige Entscheidung, unseren Reiseplan zu ändern, das haben wir ja euch schon mitgeteilt. Ursprünglich polnische Ostsee haben wir widerrufen und wir sind nach Italien gefahren, in die Toskana von einem Campingplatz. Hier haben wir die Einfahrt zum Campingplatz. Dann haben wir hier gleich rechts gelegen eine Ver- und Entsorgungsstation. Wer hier anreist mit dem Gespann, der kann auch sein PKW hier abstellen. Hier auf der linken Seite haben wir die Ver- und Entsorgungsstation. Hier kann man auch sein Wohnmobil oder sein Auto waschen. Sollte jemand von euch außerhalb der Öffnungszeiten oder in der Nacht einreisen, hat er die Möglichkeit, hier über den Parkplatz reinzufahren, geradeaus durch. Und hier auf der rechten Seite haben wir eine große Wiese. Da kann man mit dem Camper dann stehen und abwarten, bis man einen Platz bekommt, falls man hier nichts reserviert hat. Hier stehen einige Wohnmobile. Hier haben wir die Anmeldung, die Rezeption. Hier auf der linken Seite ein Spielplatz und eine Bar, einen Minimarkt, wo man alles Wichtige bekommt und natürlich die Pizzeria, die empfehlen wir wärmstens. Da kann man essen, sich reinsetzen und speisen oder man kann auch bestellen und dies mit auf seinen Platz nehmen. Einen kleinen Eindruck vom Platz. Er ist angelegt hier in solchen Parzellen. Hier haben wir eine Sani-Station. Das schaut so aus mit Waschmaschinen. Wir sind hier jetzt Anfang Juli. Es sind noch keine Sommerferien in Italien. Waschmöglichkeit, die zweite Sani-Einrichtung. Hier geradeaus den Zugang zum Strand, der Zufahrtsweg zu unserer Parzelle. Ihr seht, es sind einige Parzellen frei. Die Parzellen haben unterschiedliche Größen. Ihr bekommt einen Plan. Nach dem Plan könnt ihr den Platz begehen und euch eure Parzelle, die frei ist, aussuchen. Und hier stehen wir. Zurzeit haben wir hier 33 Grad und ich zeige euch einmal den Weg zum Strand. Der ist relativ kurz. Hier sind wir reingekommen gerade mit euch. Hier stehen wir auf der linken Seite. Zufahrtsstraßen sind auch so gemacht, dass man nur von einer Seite reinfahren kann mit dem Wohnmobil oder Gespann. Und ihr seht es. Und hier hinten geht es dann raus. Und dann haben wir hier am Platz gleich ein Tor und da geht es zum Strand.
Und das sind jetzt circa 50 Meter bis zum Strand. Ich gehe jetzt mal nicht so weit ran, weil der Strand schon relativ voll ist. Aber ihr habt es ja gesehen. Und hier der Zugang zum Platz. Vorteil natürlich auch von diesem Platz. Geeignet für Familien mit kleinen Kindern. Ihr habt es gesehen, es ist nicht weit zum Strand, nicht weit in die Ortschaft Warda. Und ihr habt auch alles hier am Platz, was wichtig ist. Wir sind total begeistert von den angelegten Plätzen. Nach hinten hat man einen wunderschönen Baumbestand und man kann natürlich auch hier, wie wir, die Hängematte aufhängen und sich schön in den Parzellen hier verbreiten. Die Parzellen sind etwa 100 bis 160 Quadratmeter groß. Nach 9 erholsamen Tagen sind wir weitergereist, haben den Platz verlassen. Wir werden euch natürlich die Anschrift und die Daten hier von dem Platz mal einblenden. Wir haben bezahlt, 2 Erwachsene, ein Kind, alles inklusive 35 € pro Nacht. Natürlich vor Abfahrt haben wir hier auf dem Platz noch ordentlich fair und entsorgt, Frischwasser frisch getankt und natürlich die Scheiben gereinigt vom Wohnmobil, weil wir ja nicht wissen, wo wir die nächste Nacht verbringen werden. Ja, und ihr seht hier noch einmal den Waschplatz für PKW und Wohnmobile. Nach einigen Einkäufen und Besorgungen hier in der Nähe haben wir uns entschieden, in das Bergdorf Castagneto Carducci, ich werde den Namen hier mal mit einblenden, zu fahren, um uns dort das Bergdorf anschauen zu können und uns natürlich auch einen Stellplatz zu suchen. Hier zeigen wir euch einmal die Zufahrt zu dem Stellplatz. Also es war sehr eng, muss ich sagen. Ein sehr steiler und enger Berg, aber ein wunderschöner Platz, aber für uns an diesem Tag relativ ungeeignet, weil dieser Platz ist zwar ruhig, aber wie ihr hier sehen könnt, er spendet keinen Schatten, aber ansonsten hätten wir den Platz genutzt. So sind wir also weitergefahren in den Bergen Richtung Norden. Da uns der Stellplatz ohne Schatten doch zu heiß war, haben wir uns am Nachmittag entschlossen, weiter Richtung Gardasee zu fahren und uns dort einen Stellplatz zu suchen. Entgegen allen Beurteilungen haben wir uns für den Stellplatz in Sirmone entschieden, haben diesen Stellplatz gegen 20 Uhr erreicht und natürlich auch noch einen Platz bekommen. Am nächsten Tag ging unsere Reise weiter Richtung Norden am Gardasee entlang in Richtung Dobole. Dort wollen wir einen Stellplatz besuchen, den wir schon einmal vor 8 Jahren angefahren haben. Hier nehmen wir euch mit auf die Reise entlang des Gardasees Richtung Norden.
So, wir machen jetzt mal Erinnerungsfotos. Das sind Erinnerungsvideos, was wir vor 8 Jahren gemacht haben hier. Mal sehen, ob wir es mit finden, dann blenden wir es mal mit ein. Die gleiche Stelle am gleichen Ort. 8 Jahre später. Hier haben wir den Gardasee zum Strand und hier haben wir den Stellplatz. Den werden wir euch mal mit zeigen, wenn wir dazu kommen. Und jetzt gehen wir mal zum Strand. Circa 50 Meter von unserem Stellplatz entfernt. Im Gardasee, wir sehen es hier. Das ist so feiner Kies. Schuhe sind trotzdem hier empfohlen. Wir haben eine Temperatur heute Unterschied zum Süden 10 Grad. Also im Süden hatten wir 38. Jetzt haben wir hier 29 Grad. Ich habe uns mal nachgeschaut. Also 10 Grad Unterschied. Man merkt es schon ein wenig. And she's flying the stairway is a sign. Nach 2 Tagen haben wir auch hier Abschied genommen vom Gardasee. Unsere Route führt uns über den Reschenpass bei regnerischem Wetter nach Österreich und dann den Fernpass nach Deutschland. Hier erreichen wir bei sonnigem Wetter den Reschenpass und haben uns dort auch nochmal einen Aufenthalt gegönnt. Um 19:30 Uhr haben wir Füssen erreicht. Hier sehen wir auf der linken Seite den ersten Stellplatz und weiter hinten kommen noch 2 weitere. Hier der zweite Stellplatz. Auf beiden war kein Platz mehr frei. Somit haben wir hier auf dem ersten Stellplatz einen Platz für uns bekommen. Guten Morgen, liebe Mitreisende, liebe Wohnmobilfreunde. Wir sind auf der Rückfahrt von Italien, von der Toskana, und wir sind jetzt mal anders gefahren. Das haben wir euch eingeblendet. Wir sind über den Reschenpass gefahren und in Füssen rausgekommen und haben uns hier mal den Stellplatz angeschaut, auf den Stellplatz gestellt. Es gibt ja in Füssen 3 Stellplätze. Das blenden wir euch auf jeden Fall mal mit ein. Einen von den 3 Stellplätzen, die es in Füssen gibt. Den ersten, da war noch ein Platz frei für uns. Das wollen wir euch mal zeigen. Wir sind ca. 17:30 Uhr hier angekommen. Wir sind genau auf dem ersten Stellplatz gegenüber von dem Fitnessstudio. Hier hinten haben wir noch 2 weitere Stellplätze. Der Stellplatz Füssen Mobil, wie wir es hier sehen, ist ein angelegtes Areal mit Ver- und Entsorgung, aber wir stehen hier eng an eng. Wir haben hier gegenüber an der Rückseite ein Edeka und die Straße hinterzu, hier hinterzu haben wir den Lidl-Markt, also alles hier angrenzend. Leider war die Nacht hier auf diesem Platz relativ unruhig. Die Anlieferung von Edeka hier stattgefunden hat. So wie wir stehen, das zeigen wir euch mal eng an eng. Es sind schon einige weggefahren an Wohnmobilen. Ihr seht es hier sehr viel. Stellplätze bis ganz hinter. Hier stehen eng an eng. Hier sind schon einige weggefahren. Hier haben wir die Ver- und Entsorgung. Dann haben wir hier Duschen. Da gehe ich jetzt mal nicht rein. Und hier haben wir die Stellplätze
Für uns zu eng, keine Fahrzeugbreite, Platz zwischen den Fahrzeugen. Das hält sich in Grenzen, aber die Plätze sind nummeriert und parzelliert, soweit wie man sehen kann, wenn sich viele dran halten. Das ist jetzt unser Stellplatz, gerade so, dass ein Tisch rauspasst. Und das geht bis ganz hinter. Ja, und wenn ihr den Stellplatz anfahrt, fahrt ganz einfach drauf auf dem Stellplatz, merkt euch eure Parzellennummer und mit dem Kennzeichen meldet ihr euch dann gegenüber im Fitnessstudio an. Strom haben wir an den Plätzen. Das sind die Stromsäulen, kostet 4 Euro zuzüglich, also das ist ein extra 4 Euro Strom. Wir haben keinen Strom gebucht. Der Stellplatz kostet für uns reinweg pro Übernachtung, pro Mobil 22 Euro. Die Duschen 50 Cent und Strom 4 Euro. Hier gegenüber haben wir den Edeka-Markt. Wie wir das sehen kann, hier haben wir auch den Parkplatz und da war heute früh reger Verkehr. Das stört natürlich hier die Wohnmobile, die hier auf den Stellplätzen an dieser Seite stehen. Den Stellplatz in Füssen haben wir nur für eine Nacht genutzt, haben dies aber gleich verbunden mit einem Besuch auf dem Schloss Neuschwanstein, wie hier zu sehen. Weiter ging es dann für uns über die A96 auf die A9 und auf die A93 in das oberfränkische Arzberg. Hier in Arzberg haben wir einen wunderschönen kommunalen Stellplatz gefunden. 10 Euro pro 24 Stunden und mobil, Strom extra, Fähr- und Entsorgung extra, Toiletten und Duschen natürlich auch extra am Platz. Wunderschön gelegen mit einigen Inspirationen nochmal hierzu. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auf einen Daumen nach oben und natürlich auch auf einen netten Kommentar von dir. Und wir sehen uns bis dahin auf den schönsten Plätzen der Welt. Tschüss!